Uxmal, die Pyramide des Zauberers und das Geheimnis der Venus. Was wäre, wenn ich dir sage, dass eine der beeindruckendsten Maya-Städte Mexikos nicht einfach irgendwo im Dschungel gebaut wurde, sondern dass ihre wichtigsten Gebäude auf den Himmel ausgerichtet wurden? Auf die Sonne, auf die Venus und auf den Regen. Das Verrückte daran, das ist keine reine Mystery-Theorie. Die astronomischen Bezüge von Uxmal sind tatsächlich archäologisch untersucht. Und dann wird es interessant, denn wenn du dir diese Stadt genauer ansiehst, taucht eine Frage auf. Warum war ausgerechnet Venus für die Menschen hier so wichtig? Wir waren selbst in Uxmal und je länger wir dort waren, desto weniger hatten wir das Gefühl, einfach nur Ruinen anzuschauen. Wir hatten eher das Gefühl, hier wurde etwas beobachtet. Uxmal liegt im sogenannten Bug, eine Region im heutigen Yucatan, in der Wasser alles andere als selbstverständlich war. Keine großen Flüsse, keine gewaltigen Seen. Und trotzdem entstand hier eine hochentwickelte Stadt. Ina beschreibt für die Bug-Region ein ganzes System aus Kultunes, Zisternen, Wasserbecken, Kanälen und anderen Wasserspeichern. Wasser musste gesammelt werden, gespeichert werden und vor allem musste man wissen, wann es kommen würde. Denn für eine Gesellschaft, die von Landwirtschaft abhängig war, war Regen nicht einfach Wetter, Regen war Überleben. Und genau hier kommt die Figur ins Spiel, die man in Uxmal kaum übersehen kann. Chak. Schau dir diese Gesichter an, diese riesigen Nasen, die Augen, der geöffnete Mund. Chak, der Regengott. Seine Masken ziehen sich über die Fassaden von Uxmal. Und das ist kein Zufall. Denn Ina beschreibt gerade diese Verbindung zwischen Chak, Regen, Landwirtschaft und Herrschaft als einen zentralen Bestandteil der Architektur des Palacio del Gobernador. Und jetzt kommt etwas, das ich an Uxmal besonders faszinierend finde. Denn auf diesem Gebäude finden wir nicht nur Chak, wir finden Venus. Der Palacio del Gobernador gehört zu den spektakulärsten Gebäuden von Uxmal, aber seine Fassade ist nicht einfach nur schön. Forscher haben untersucht, wie der Palast ausgerichtet ist. Und dabei wurde eine Verbindung mit extremen Positionen der Venus am Horizont festgestellt. Noch erstaunlicher: über dem zentralen Eingang befindet sich eine Hieroglyphenschrift, die ebenfalls mit Venus und anderen Himmelsphänomenen in Verbindung gebracht wurde. Eine Studie von Harvey und Victoria Bricker kommt sogar zu dem Schluss, dass Teile der Inschrift astronomische Informationen und Darstellungen von Sternenbildern enthalten. Das heißt, wir haben nicht einfach einen Tempel, wir haben Architektur, Astronomie, Religion und Herrschaft in einem einzigen Gebäude. Und dann wird es richtig spannend, denn Venus war für die Maya nicht einfach ein schöner heller Punkt am Himmel. Sie wurde über lange Zeiträume beobachtet. Ihre Erscheinung und Zyklen wurden dokumentiert und 5 Venuszyklen entsprechen ungefähr 8 Sonnenjahre. 5, 8. Diese Zahlen tauchen in der Venus-Symbolik der Maya immer wieder auf. Und genau diese Verbindung wurde auch bei Uxmal untersucht. Und jetzt frage ich dich einmal, was bedeutet dieses Wissen für eine Gesellschaft? Wenn du weißt, wann bestimmte Himmelskörper erscheinen, wenn du über Generationen ihre Bewegungen beobachtest, wenn du gleichzeitig weißt, wann Regenzeiten beginnen, dann besitzt du etwas sehr Wertvolles: Vorhersehbarkeit und damit Macht. Ina formuliert es für Uxmal sinngemäß sehr deutlich: Wer das Wasser kontrollierte, kontrollierte die Welt. Der Herrscher war also nicht nur politischer Führer, er konnte sich als Vermittler zwischen Himmel, Erde und Gesellschaft darstellen. Und genau hier mussten wir in Uxmal an etwas denken. Vielleicht war die eigentliche Macht der Maya nicht irgendeine geheimnisvolle Technologie, vielleicht war es ihr Wissen. Und dann steht da dieses unglaubliche Bauwerk, die Pyramide des Zauberers, El Adivino. Schon ihre Form unterscheidet sie von vielen anderen Maya-Pyramiden. Sie wirkt fast organisch, nicht wie ein perfekter geometrischer Klotz, sondern wie etwas, das aus dem Boden herausgewachsen ist. Und noch etwas macht sie besonders: Sie entstand nicht einfach in einer einzigen Bauphase. Die Pyramide wurde über mehrere Bauphasen hinweg immer wieder erweitert.
Ina gibt für die Pyramide 5 Bauetappen zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert an. Menschen haben also über Generationen hinweg an diesem heiligen Bauwerk weitergebaut. Warum? Die klassische Erklärung ist religiös und politisch. Ein heiliger Ort wurde immer wieder erneuert. Aber wenn wir einmal die Präastronautik als Frage zulassen, dann könnte man noch etwas anderes fragen. Was, wenn nicht nur der Ort heilig war, sondern das Wissen, das mit ihm verbunden war? Und bevor jetzt jemand sagt, also waren es Außerirdische. Nein, dafür gibt es keinen Beweis. Und genau deshalb finde ich die Frage viel interessanter, wenn man sie anders stellt. Warum haben die Maya ihre Architektur so stark mit Himmelsbeobachtungen verbunden? Warum Venus? Warum Sonne? Warum Regen? Warum Kalender? Warum werden diese Dinge immer wieder gemeinsam dargestellt? UNESCO beschreibt Uxmal selbst als Stadt, deren Architektur astronomische Kenntnisse erkennen lässt. Und wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigen sich seit Jahrzehnten genau mit diesen Zusammenhängen. Vielleicht brauchen wir also gar keine Besucher aus dem All, um Uxmal außergewöhnlich zu finden. Vielleicht müssen wir nur akzeptieren, dass diese Menschen den Himmel sehr viel genauer beobachtet haben, als wir es ihnen lange zugetraut haben. Als wir in Uxmal waren, haben wir irgendwann aufgehört, uns zu fragen, wie haben sie das gebaut? Unsere Frage wurde eine andere. Was haben sie gesehen? Denn wir sehen heute Stein. Die Menschen, die hier lebten, sahen wahrscheinlich etwas völlig anderes. Sie sahen den Regen, die Sonne, Venus, die Jahreszeiten, die Zeit und vielleicht war Uxmal deshalb mehr als eine Stadt. Vielleicht war sie ein Modell ihrer Welt. Und vielleicht ist das größte Rätsel von Uxmal deshalb nicht, wer diese Stadt gebaut hat, sondern wie viel die Menschen, die sie gebaut haben, bereits über den Himmel wussten. Wenn euch Uxmal und die Theorien rund um die Pyramide des Zauberers gefallen haben, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr bei den nächsten Entdeckungen dabei sein wollt. Mich interessiert aber vor allem eure Meinung. Was haltet ihr von den Theorien und den Zusammenhängen zwischen Uxmal, Venus und dem Wissen der Maya? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Als nächstes besuchen wir Labna und Kaaba, 2 weitere faszinierende Orte der Buk-Region, bei denen es noch einiges zu entdecken gibt. Bis zum nächsten Video bei Urzeitcode X.